Ja, hallo wieder mal zusammen. Heute mal ein kleines Prospektionsvideo. Ich schaue mal in einem ganz neuen Bach, wo ich früher, ich weiß nicht, vor 20 Jahren gleich lang gelaufen bin. Das ist wirklich eine Ewigkeit her. Habe damals nichts gesucht, nichts gefunden. Bin ja sozusagen in Schönheide Paradies. Mit dem Fluss entlang, mit besser gesagt auf dem Bach. Und schaue auch mal, ob ich was finde. Ja, vielleicht schon mal ein erster kleiner Blick ins Gelände. Also Bach, den ich jetzt hochlaufe, ist zwar schon ziemlich vereigt, aber was soll's. Das will mich jetzt auch nicht weiter stören. Vielleicht finde ich doch einiges. Ich lasse mich heute einfach mal ganz sehr überraschen. Ja, auch wenn hier einiges, beziehungsweise die Steine ganz schön überwachsen sind in Teilen. Ein Vorteil hat es heute. Es ist ziemlich klar das Wasser. Weil ich aber schon hier sehe, hier liegt eine Menge Schrott im Bach. Was ist das hier? Ich glaube, das ist mal ein alter Generator oder Motor. Irgendwas in der Art. Ja, hier wurde wirklich alles Mögliche reingeschmissen. Nicht so schön. Ja, und hier sieht es irgendwie so aus, als wäre hier mal eine Müllhalde gewesen. Nun, das was so alles rumliegt. Ich weiß nicht, ob das mal eine Zange war. Hier ist alles rostrot, orange, alte Teller. Naja. Mit der Natur geht man ja jedenfalls nicht so zimperlich um. Ja, hier haben wir mal was Interessantes. Ich weiß jetzt nicht, was mich da erwartet. Ich soll es mal raus jetzt ziehen hier. Das kann auch was für die Schau muss es sein. Ja, das hängt ziemlich fest. Geht der raus? Nee, jetzt nicht. Ich muss leider mal kurz pausieren. Ich brauche beide Hände. Ja, einen Brocken habe ich wie gesagt schon mal rausgeholt. Man sieht ja hier, da waren wahrscheinlich Molkeseile drin gewesen. Ziemlich massives Stück. Das Quarz, das Biss und noch anderen Sachen. Schön getrümmert. Würde aufgeschnitten, bestimmt schön aussehen. Ich stecke mir das mal ein bisschen zurück. Vielleicht kommt da noch mehr raus. Den großen Brocken habe ich jetzt noch nicht rausbekommen. Und mich jetzt auch die Frage, liegen die Sachen jetzt wirklich noch zufällig hier? Oder gibt es hier doch einen Gang? Schwierig. Das Kiespad scheint ziemlich tief zu sein. Wie ich an anderer Stelle schon mal beim Rausschaufeln gemerkt habe. Hier vorne liegt aber komischerweise noch so ein Stück. Hier auch noch so ein. Ja, das ist was anderes. Ja, ich werde versuchen, mal den großen mal noch rauszuziehen. Auch wenn es mir schwer fallen wird. Und dann werden wir sehen, vielleicht gibt es da unten drunter noch ein bisschen mehr. Ja, am Ende sah der Brocken dann so hier aus. So ein Gemisch aus Jaspis, Quarz. Alles extrem klein und verkittet ineinander. Ja, nützt mir jetzt nicht wirklich was. Ich suche mal ein bisschen weiter. Da ich schon fast gute 200 Meter den Bach hochgewandert bin, bis jetzt nicht wirklich einen großen Fund. Allerdings hier leuchtet mich was an, tief aus dem Bachgrund. Das werde ich mir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Ich hole den jetzt mal raus, zumindest versuche ich es. Und dann werden wir den mal begutachten. Ja, jetzt haben wir ihn erstmal ausgeholt. Wie man sieht, ein mächtiger Quarzbrocken. Sieht man so eine schöne Erderung. Fast blutrot. Nein, das ist nicht meins, das ist wirklich nur Stein. Hinten. Ja, ein richtig massiver Quarz. Aber sehr derb. Kann auch keine Kristalle irgendwo erkennen bis jetzt. Ne, lassen wir einfach mal liegen. Falls irgendjemand die Muße hat, den mit nach Hause zu nehmen, ich werde es nicht tun. Erstmal doch ein bisschen zu schwer.
An dieser Stelle werde ich jetzt den Bach erstmal verlassen. Macht erstmal keinen großen Sinn, ist reines Kiesbett überall bis jetzt. Jetzt kommt oben sowieso auch gleich eine Weide, die ist abgesperrt. Ich möchte jetzt nicht unbedingt durchgehen, um mich von dem Stier aufspießen zu lassen. Ich ziehe jetzt lieber vor, in den Waldweg reinzugehen, um von dort aus den nächsten Bach anzusteuern. So, neuer Bach, neues Glück. Ist eigentlich auch ein Zufluss von dem Bach, wo ich vorhin schon war. Sieht hier ein bisschen wüst aus, aber ich komme da durch. Ja, sowas hier sieht man auch nicht alle Tage. Da sind zwar ziemlich große Bäume umgefallen, haben mir alles freigelegt. Das sieht dann schon ein bisschen besser aus. Schon weitaus kristalliner als die bisherigen Stücke, die wir zu finden waren. Das sieht ja auch nicht ganz schlecht aus. Gerade mal ein frisch aus dem Bach rausgeholt. Ziemlich großer Brocken. Jetzt nichts mitnehmen, aber es tut auf etwas Besseres hin. Macht ein bisschen Hoffnung hier. Und hier liegen doch immer noch ein bisschen mehr Brocken rum. Hier, Papi. Kleiner hat auch was gefunden. Ja, ein bisschen Schafstein. Ja. Auf der anderen Seite ist auch noch etwas. Hier sind auch schon die nächsten Brocken. Sieht man schon hier. Die Gegend ist schon weitaus quarzreicher. Wie man sieht. Fragt sich ja nur, gibt es da was Größeres? Gibt es eine richtige Ader mit Kristallen? Ich will es doch mal schwer hoffen. Ich würde mich freuen, wenn die endlich mal irgendein Kristall auftauchen würde. Irgendeine schöne Druse, irgendwas in die Richtung. Oder ich auf die Stelle stoßen würde, wo die Sachen frei im Fels anstehen. So bis jetzt bringt das jetzt noch nicht besonders viel. Ist ja deutlich besser anfütten als im anderen Bach zu Anfangs. Na, das sieht doch mal interessant aus. Ja. Genau sowas brauche ich. Nur eben viel größer. Ja, was haben wir hier? Hier werden die noch ein bisschen größer. Noch so ein Stückchen. Die ersten kleinen Kristalle hätten wir jetzt auch schon. Auch das hier ist jetzt eigentlich ganz interessant. Fast wie ein Rad. Selbst hier draußen liegen viele Brocken rum, wie man schon sieht. Überall liegen eigentlich Quarzbrocken, aber bis jetzt habe ich noch nicht richtig was Schönes, Großes gefunden, wonach ich eigentlich suche. Aber hier bleibe ich dran. Ja, ein Stein reizt mich jetzt doch noch ein bisschen. Ja. Das ist doch mal was. Okay, das kann man mal mitnehmen. Das nehme ich mal mit. Macht immer schön sauber. Sieht gar nicht schlecht aus. Wie so ein Blumenkohl.
Ja, der ist prinzipiell eigentlich auch ganz interessant. Aber ein kleines Manko hat er. So schön diese kleinen Drusenräume sind. Man sieht auch ein bisschen so den Kristall. Hier ein bisschen größer. Bekäme man wahrscheinlich überhaupt nicht auf, weil so wie der verwachsen ist, ein Schlag mit dem Hammer, man sieht auch hier die Risse und das Ganze zerfällt. Schade. Ja, da hat auch noch was, ich drehe es nochmal um. Das ist auch ein kleiner Zufallsfund. Zwar auch schon ziemlich vom Bach abgeschliffen, trotzdem ganz nett. Ich nehme das mal mit. Bei diesem Bach endet nun auch wieder so eine Reise. Ich stelle mir da noch einen zweiten Bach vor. Ja, da endet hier ein bisschen an einer großen Staudamm, oberhalb ist ein Teich. Da geht es dann sozusagen nicht mehr weiter. Macht nichts, ich nehme den nächsten vor. Und auch diesmal wieder die Präsentation der Funde. Den einen Brocken, den ich zeige, den großen weißen, habe ich doch gewagt aufzuschlagen. Wie man sieht, ist es jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber man sieht schon die schönen Spitzen hier drauf. Hätte ein bisschen mehr sein können. Aber als Beleg reicht es ganz gut. Hier, das war die Gegenseite von diesem Stück. Auch die kleinen Spitzen hier drauf. Im Licht heute ganz praktisch. Das weiter. Wie man sieht, wurden die Spitzen schon ziemlich abgeschliffen. Aber mit dieser roten Färbung rundherum doch ganz hübsch. Und das andere Stück noch mit so einem kleinen Kristallrasen, der aussieht so wie ein rot gefärbter Blumenkohl. Auch ganz schön. Auch hier sind leider die Spitzen ein bisschen abgeschliffen, aber man kann die Form noch sehr schön erkennen. Das waren also die Funde von diesem Mal. In Kürze geht es schon auf die nächste Tour. Wahrscheinlich wieder an den Bach in einer anderen Ecke. Wenn das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Abonnement und sage bis dann erstmal auf Wiedersehen.